Ja, liebe Freunde, jetzt gibt es mal wieder ein kleines Tauchvideo. Wir waren ja im Frühjahr unterwegs. Wir sind nach Singapur geflogen. Dort sind wir auf die Ovation of the Seas gegangen und dann noch zum Baden nach Bali. Die Zeit dort habe ich genutzt und wollte mal einen Tag tauchen gehen. Habe ja von dem Manta Point gehört und mein Ziel war schon immer mal mit Mantas zu tauchen. Das habe ich mir jetzt erfüllt. Auf Bali haben wir gewohnt im Nusa Dua Beach Hotel. Das liegt im Süden von Bali in einem großen Gebiet, wo jede Menge Hotels sind, sehr schön gelegen. Und gegenüber ist auch gleich die Insel mit dem Manta Point. Ich hatte mir einen Termin gemacht mit einem deutschen Tauchlehrer und das hat nur leider nicht funktioniert. Allerdings zum Glück, muss ich sagen, denn ich hätte daher für eine Stunde hin, eine Stunde zurück zum Hafen gemusst und hätte mir dort das Boot mit mehreren Tauchschulen teilen müssen. Daher bin ich zum Nusa Dua Dive Center gegangen, das ist gleich hier um die Ecke, außerhalb der Hotelanlagen und war erst ein bisschen skeptisch, aber es hat sich herausgestellt, die Schule ist total professionell, total nett, super Tauchlehrer, alles fantastisch. Der große Vorteil, die Schule hat gleich ein Boot ein Stück weiter hier am Strand liegen, das Sie nutzen können. Daher war die Anreise nur ein paar Minuten und wir sind direkt zur Insel Nusa Penida gefahren. Dort ist der Manta Point, 1,5 Stunden Fahrt, eine Strecke. War ein bisschen wellig, ist nicht für jeden geeignet, da muss man schon ein bisschen seefest sein. Dort angekommen waren wir nicht alleine, etwas Seegang, viele Boote um uns herum. Ich war etwas aufgeregt, aber die Crew an Bord hat das alles perfekt gemacht. Das sagt der Tauchlehrer. Auf Bali bist du als Taucher König. Du musst nichts machen. Lediglich den Tauchanzug muss ich anziehen, alles andere wurde vorbereitet. Und als wir ins Wasser gingen, wurde uns gleich das Jacket auch angezogen, die Flossen angezogen. Wir mussten nur noch ins Wasser springen. Yeah. Okay. Here. 2. We can start descending from here. Stay close to the body. Unter Wasser die Mantas, das war natürlich wunderbar, die zu sehen, wie die aus dem trüben Wasser kamen und um einen rumschwammen. Das war ein aufregender Anblick. Sonst war dort nichts viel los, aber die Mantas haben uns für alles entschädigt. Die Mantas waren schon faszinierend und man sieht vor allen Dingen anhand der Färbungen, schwarze, weiße Unterseiten. Wir haben insgesamt 3 verschiedene Arten von Mantas gesehen.
Die Gruppe war klein, 5 Taucher, 2 Tauchguides, das war perfekt. Ich war mit 2 anderen zusammen, mit einem Tauchlehrer, der hat sich um uns gekümmert und hat alles abgefragt, meine Luft, alles. Ich habe mich jederzeit total sicher gefühlt. Am Ende vom Tauchgang das Gleiche, uns wird schon im Wasser das Jacket abgenommen und die Flossen und wir können ganz entspannt ins Boot steigen. Turtle. Come on, have to breathe. Normally on the second spot. Dann ging es auch schon wieder raus und wir sind zum nächsten Punkt gestartet. Vorbei an einem kleinen Felsentor und weiter geht es dann zu unserem zweiten Tauchspot. Das liegt zwischen der Insel Lembongan und Nusa Penida. Das ist so ein Riff und dort ist ordentlich Strömung. For the second one. Hier fühlt man sich wie im Aquarium zu schwimmen. Das war einfach herrlich und die Strömung war so stark, dass wir am Ende und circa 1,5 Kilometer uns am Riff haben abtreiben lassen, weil dagegen schwimmen hatte gar keinen Sinn. Und da ist auch nochmal eine Szene aus Findet Nemo. Hier habe ich einen wunderschönen Kugelfisch gesehen. So einen großen habe ich bisher noch nie gesehen. Die bisher waren immer doch relativ klein. Und am Ende gab es auch noch eine Schildkröte zu sehen. Das war ein toller Abschluss. Ja, hier geht es bis auf 19 Meter runter. Am Ende hatte ich dann keine Luft mehr gehabt und wir mussten den Tauchgang dann beenden. Auf 5 Meter gab es dann noch eine Pause. Der Tauchlehrer hat eine Boje hochgelassen, eine rote, weil doch viele Boote hier sind. Wir haben uns an der Leine festgehalten, ein paar Minuten Pause gemacht und sind dann aufgetaucht. Und dann ging es auch schon wieder zurück. Es waren wieder 1,5 Stunden Fahrt, beide auch relativ Wellengang. Und ja, am Strand gab es nochmal einen kleinen Snack. Und wir haben uns dann in der Tauchschule nochmal getroffen und ein Abschlussresümee gemacht und gab nochmal ein Feedback. Und ich muss sagen, die Tauchschule war total kompetent, die Tauchlehrer waren super hilfreich und nett. Und am Schluss gab es nochmal ein Abschlussfoto und ich kann das nur jedem empfehlen. Der Vorteil für mich war der ganz normale Strandurlaub und ich habe nur einen Tag unterbrochen für 2 schöne Tauchgänge, war danach wieder im Hotel, konnte den Urlaub fortsetzen und das war ein tolles Erlebnis von dieser Reise, was ich nie vergessen werde. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende und freue mich aufs nächste Video.